Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Kufenau. Das heutige Video ist nämlich das 2000 Abonnenten Special Video. Ich habe ja im letzten Video schon angekündigt, dass ich vor kurzem die 2000 Abonnenten Marke durchbrochen habe, wo ich euch wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass ihr so meinen Kanal abonniert, und das dürft ihr natürlich jetzt auch weiterhin tun, ne? Also mit den Abonnenten, da ist jetzt keine Grenze nach oben gesetzt, ne? Also ihr seht, bei 2000 hat es jetzt ein Special gegeben, dann gucken wir mal, bei 3000 werde ich mir dann auch wieder was einfallen lassen, ne? Und für das 2000 Abonnenten Special habe ich mir einfach gedacht, ich zeige euch einfach mal hier meine Ideenschmiede. Ja, wie habe ich meine Ideenschmiede so eingerichtet und was gibt es eigentlich da alles so für Werkzeug, mit was baue ich meine ganzen Modelle. Manches hat man ja schon so in den Videos gesehen, aber ich denke mal, so mal einen ganzen Grobüberblick ist mit Sicherheit auch mal interessant. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei, wo er sagt, hey, tolle Idee, könnte ich bei mir auch so machen. Deshalb will ich jetzt gar nicht mehr lang weiterreden, sondern wir fangen jetzt gleich an. Zu Beginn einfach noch mal ein paar Worte, wie meine Ideenschmiede allgemein so eingerichtet ist. Im Prinzip ist alles das, was fest installiert ist, ja, also meine ganzen Maschinen, Arbeitstische und so weiter, das ist eigentlich alles an der Wand entlang gebaut, und hier in der Mitte, was ihr jetzt halt nicht sehen könnt, wo ich jetzt gerade stehe hier, da ist Freifläche für Anlagenteile. Ja, also da kann ich dann wirklich Anlagenteile reinstellen zum Bauen, weil die brauchen ja irgendwo auch Platz, ne? Wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche kleinen K-System-Fahrzeuge sind. Aber so Anlagenteile, die haben halt ihre Größe und die brauchen ja Platz. Die kann ich dann hier in die Mitte stellen und kann dann außenrum an meine ganzen Maschinen noch dran und Gerätschaften, Basteltisch etc. Und wenn man hier reinkommt, dann steht hier gleich die erste Maschine, nämlich eine Drehbank. Das ist so ein Teil, wo ich so einfach sage, ja, ist nice to have, but not need to have. Ja, also wenn man es hat, ist es gut, wenn man es nicht hat, ist es auch nicht schlimm. In manchen Sachen erleichtert sie einem die Arbeit schon. Ja, gerade wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Getriebeteile zusammenzubauen, dass die Zahnräder sauber sitzen und so weiter. Da, sag ich mal, ist er natürlich Gold wert. Ja, da ist es wirklich super, wenn man so hat. Da kann man das alles schön einspannen etc. pp. Und dann passt das super. Oder wenn man halt irgendwie einen Wellendurchmesser jetzt gerade braucht, den es dann fertig gibt, kein Problem, auf der Drehbank einfach hergestellt. Geht ratzfatz, ne? Von daher, ja, also es ist gut, wenn man sie hat. Es erleichtert einem die Arbeit, aber man braucht sie nicht unbedingt als Modellbauer oder so, ne? Wenn man halt so in den technischen Modellbau geht, dann ist es als schon wirklich besser, wenn man sowas hat. Ja, weil da braucht man halt immer mal wieder irgendwelche Antriebselemente. Dahinter seht ihr eine French Gliedwand. Wie man sowas baut und so weiter, das habt ihr mit Sicherheit auch schon auf den diversen Bastelkanälen gesehen. Ja, also ich habe mir es da auch abgeguckt. Also ich habe mir es beim Michael Truppe von Let's Bastel abgeguckt. Der hat sowas gebaut und ich habe das richtig toll gefunden. Habe gesagt, hey, das ist auch was für mich, für mein Werkzeug hier, und habe mir das einfach da nachgebaut. Also ihr seht, auch ich gucke ab und zu mal bei Video nach, was andere so machen, um dann die Ideen bei mir irgendwie umzusetzen, ne? Ja, deshalb, also das ist meine French Gliedwand, und da hängen halt auch, sag ich mal, die ganzen Werkzeuge dran. Zum größten Teil ist es immer so eingerichtet, dass quasi auch das Werkzeug zur Maschine passt. Also wenn ich jetzt hier die Drehbank habe, dann stehen hier meine Drehstähle. Ja? Also so habe ich das auch immer eingerichtet, dass irgendwo immer das Werkzeug auch bei der Maschine ist, sofern das ging. Ja? Ihr werdet später auch noch Sachen sehen, wo es einfach nicht anders da ging, wo es ein bisschen umständlicher ist, aber manchmal gibt es halt einfach der Platz nicht her, ne? Ja, ansonsten, ja, man sieht ja, ich gehe jetzt nicht alle Teile einzeln durch, was hier so hängt, aber das Schöne ist halt an der French Gliedwand, ich kann das alles irgendwie, ohne groß irgendwie Werkzeug zu brauchen, einfach umhängen, und das hat mich einfach so fasziniert. Hier unten drunter sind zwei Schränke unten dran, damit eben auch die Maschine wirklich gut steht. Steht die hier auf zwei, ja, das sind eigentlich Küchenschränke, aber die kann man halt auch gut in der Werkstatt nutzen, ne? Ein Schubladen, wenn man den aufmacht, da sieht man dann halt drin, hauptsächlich, sage ich mal, auch wieder Material bzw. Werkzeug, was ich hier auf der Drehbank brauche. Ja? Also auch hier ist wieder so ein bisschen das Material bzw. Werkzeug zum Gerät. Da liegt auch noch anderer Krempel drin. Ja? Manches einfach, wo tue ich es hin? Ach, da ist noch Platz, rein damit. Ne? Kennt ihr mit Sicherheit auch.
Dann hier unten drunter, auch hier im Schrank, der Schrank, da habe ich eigentlich auch wieder noch Werkzeug stehen, was zu der Maschine gehört. Und halt dann solche anderen Maschinen, die man nicht ständig braucht, die ja nicht hier draußen rumstehen müssen, einstauben, eindrecken müssen. Ja. Das steht einfach dann hier unten drunter in dem Schrank. Der Schrank hier nebendran, auch hier, sage ich mal, hier unten teilweise Maschinen. Ja. Kleine Heißklebepistole, Stichsäge, was man halt so an kleinen Geräten hat. Braucht man nicht jeden Tag, kann man da unten reinstellen. Daneben dran zum Beispiel, hier seht ihr die ganzen Schablonen. Ja, für die SMD-Schablonen, für die Lötpaste aufzutragen, diese Stanzen-Schablonen, die habe ich da reingestellt. Und hier sind auch schon die ersten Bauteile. Ja, hier lagere ich schon meine ersten Bauteile, ja, ICs und so weiter, was man halt nicht ständig braucht, aber immer öfter. Beziehungsweise hier auch meine ganzen SMD-LEDs. Kann ich euch auch mal rausholen, kann das mal zeigen. Also so sieht mein SMD-LED-Vorrat aus. Ja, im Prinzip alle Farben in allen Größen vorrätig, ne? Weil ihr wisst ja, wie das ist. Meistens baut man es am Wochenende um und dann ist halt nicht gerade, dann brauchen wir halt die LEDs dazu, ne? Auch hier die K-System-Bauteile. Da oben liegen dann noch meine Akkus drüber, das ist mein Akkulager. So, das wäre jetzt hier unten. Dann schauen wir uns mal noch den oberen Bereich hier an. Ja, also ihr seht, das ist alles quasi von unten bis oben irgendwie vollgestopft, ne? Dass so viel wie möglich Stauraum da ist. Hier oben habe ich auch noch so Kästen, da ist auch alles Mögliche drin, ob das Bausätze sind, irgendwelche Lampenbausätze, normale Plastikbausätze, ja, Netzwerkkabel und so weiter halt. Auch da in den Schubläden ist viel Modellbaukram drin. Ja, das zeige ich euch jetzt nicht alles im Einzelnen, weil das wird ja dann ewig dauern, das Video. Hier oben vielleicht noch, das kann ich euch noch mal kurz zeigen, hier ist mein Messingrohr und Messingprofillager. Also hier habe ich quasi so Elektroinstallationsrohr, habe ich hier lauter so Elektroinstallationsrohre hingemacht und habe quasi hier von allen Größen von 0,5 mm bis 6 mm habe ich alle Größen Messingprofile und Messingrohre immer vorrätig. Ja, dass ich eben, wenn ich es brauche, einfach hinlangen kann, es rausziehen kann. Man muss natürlich immer dafür sorgen, dass es immer wieder aufgefüllt wird, ne? Klar. Hier hinten sind dann noch so ein bisschen ein paar Sonderprofile, da habe ich natürlich nicht jedes Mal ein einzelnes Röhrchen dafür, weil irgendwann würden natürlich dann auch die Röhrchen ins Unendliche führen, ne? Irgendwann hätte ich dann keinen Platz mehr, außer für Röhrchen. Deshalb so Sonderprofile, die stecken dann halt alle zusammen in einem Rohr drin. Und dann kommen wir auch quasi schon in den Bereich, wo ich am meisten mich aufhalte. Das ist nämlich meine Bastelfläche oder meine Arbeitsfläche, besser gesagt. Ja. Ihr seht, ich gehe mal noch ein bisschen zur Seite. Das ist hier so dieses Eck hier rüber. Das ist sozusagen meine Hauptarbeitsfläche. Da filme ich auch die ganzen Videos, da baue ich auch die ganzen Fahrzeuge um, mache Mini-Dioramen, baue Loks um. Also hier in dem Bereich passiert eigentlich so das meiste in meiner Ideenschmiede. Wir sehen können, auch die French Gliedwand, die geht bis hier hinten ins Eck. Ne? Hier habe ich dann meine Tücherhalter, meine Schraubenzieherhalter, ja, für diese kleinen Mini-Schraubenzieher. Und das Schöne ist halt auch durch die French Gliedwand, wenn ich jetzt viel von den Schraubenzieher brauche bei meiner Arbeit, dann kann ich das jetzt hier einfach rausnehmen. Und ich habe mir hier unten quasi auch nochmal so French Gliedhalter hingemacht, vor meiner Arbeitsfläche direkt. Dann nehme ich einfach die Schraubenzieher raus und hängen wir sie hier rein. Ja, so, ich hänge sie hier rein und dann habe ich sie direkt vor meiner Nase. Ja, das ist halt auch das Schöne von dieser French Gliedwand. Ich kann das ohne Probleme jederzeit hier umhängen. Deshalb hat mich das halt auch so fasziniert und deshalb habe ich es auch nachgebaut. Hier hinten sind dann auch noch so ein paar Messinstrumente und so weiter, meine ganzen Zangen, die großen Zangen, die kleinen Zangen. Mein Kleberlager ist hier, auch alles mit French Gliedhalter. Dann kommen wir hier zu dem Turm. Also hier könnt ihr jetzt meine ganzen elektronischen Gerätschaften sehen, die ich hauptsächlich für die ganzen Elektronik-Umbauten und Bauten brauche. Da habe ich da unten natürlich die Lötstation, daneben hängen gleich die Lötzinn, der Kupferlackdraht, Isolierband hängt hier nebendran, die Lötpumpe ist hier dran. Da oben drüber steht das Oszilloskop. Ne? Das gehört natürlich nicht zum Elektronikgedöns, das sind meine Netzteile für die Mini-Drill. Und hier oben ist das Labornetzgerät.
So ist quasi hier so der ganze Turm. Da habe ich alle Gerätschaften direkt beieinander. Und wenn ich dann hier sitze und ich als euch gesagt habe, ich stelle jetzt ein, dann drehe ich hier an den Regler. Ja, das könnt ihr halt alles im Video nicht sehen, aber so habe ich halt wirklich, wenn ich hier sitze, habe ich relativ kurze Wege überall hier zu meinen ganzen Sachen. Das ist halt wichtig gewesen. Hier auch dann die Lupenleuchte noch dazu, damit ich schön viel Licht habe. Dann machen wir auch gleich weiter. Hier unten drunter ist auch noch so eine Schublade, die ich rausziehen kann unter meiner Arbeitsfläche. Die ist eigentlich dafür gedacht, wenn ich Figuren anmale und so weiter, da kann ich meine ganzen Malsachen da unten drin stehen lassen. Und wenn ich sie nicht brauche, drum rein. Ne? So ist eigentlich die Idee dahinter. Dann geht es hier weiter. Hier steht schon ein Rechner, da kommen wir gleich dazu. Auch hier hinten dran nochmal eine French Gliedwand, eine kleinere. Und da sind auch nochmal diese ganzen Mini-Drill-Maschinen drauf gehaltert. Da habe ich auch Halter gebaut für die Mini-Drill. Ich meine, das mit dem Kabelsalat gefällt mir auch noch nicht so ganz. Und hier ist dann das ganze Werkzeug für die Mini-Drill. Und auch hier ist es wieder so, wenn ich jetzt oft das Zeug hier brauche, dann gehe ich einfach her und hänge mir das hier vorne dran. Also auch hier könnt ihr wieder sehen, praktisch ohne Ende. Ich stelle euch auch mal die Links vom Michael Trope von Let's Bastel, stelle ich euch mal in die Videobeschreibung, wo der seine French Gliedwand gebaut hat. Ich meine, die Halter hat er natürlich nicht gebaut, aber die habe ich mir jetzt einfallen lassen. Ja, das muss halt dann auch jeder selbst sehen. Ne? Auch hier oben wieder Bohrer, Fräser etc. Wenn hier schon die Fräser anfangen, könnt ihr euch vorstellen, was jetzt gleich kommt. Hier unten habe ich noch so einen Messspitzenhalter gemacht. Ja, kann ich euch auch mal im Großformat zeigen. Ja, hier sind meine ganzen Messspitzen für die Messkabel und so weiter. Die habe ich hier so draufgestellt. Auch wieder, entweder ist er hier oder kann ich ihn hier hin machen. Ne? So. Und normalerweise würde man jetzt sagen, naja, wenn hier die Messspitzen sind, dann müssten ja eigentlich nebendran auch da die Messkabel sein. Ne? Ist aber nicht so, weil hier war einfach kein Platz mehr, irgendwo die Messleitungen hinzuhängen. Ja, weil die sind ja relativ lang und die hängen halt dann ziemlich weit runter. Das wäre einfach blöd gewesen, wenn die immer da vor der Nase rumgepampelt hätten. Deshalb hängen die, wir sehen es später noch, ganz auf der anderen Seite. Und hier steht dann auch schon die CNC-Fräse. Ich gehe mal hier rum, dann seht ihr das vielleicht besser. Ja? Also hier geht es dann weiter, hier ist der Rechner, hier ist die CNC-Fräse. Und hier steht dann auch schon der 3D-Drucker, ja, der Filament 3D-Drucker. Und der ist auch mobil, das heißt, ich kann den hier überall rumschieben. Was auch immer ganz praktisch ist, weil wenn ich jetzt hier an der Fräse arbeite, steht er mir eigentlich im Weg. Jetzt machen wir den mal kurz hier raus, damit ihr da was sehen könnt. So. Unter der CNC-Fräse habe ich mal auch gleich wieder so ein Plattenlager gebaut für meine ganzen Kunststoffplatten. Im Prinzip ist das nichts anderes wie ein Kasten aus 12 mm Multiplex, Birke Multiplex gemacht. Und da habe ich ich glaube es waren 2 cm, habe ich hier Nuten links und rechts reingeschnitten. Und hier kann ich einfach so 3 mm starke MDF-Platten reinschieben. Ja, gehen jetzt ein bisschen schwer raus. Aber da kann ich 3 mm starke MDF-Platten reinschieben. Und je nachdem, wie viel Platz ich halt brauche für die Platten, kann ich dann sagen, okay, ich lasse hier eine draußen oder ich mache hier alle 2 cm oder ich mache hier erst bei 4 cm eine rein oder noch mehr. Ne? Also das kann ich relativ variabel gestalten. Und hier neben habe ich mal auch noch eine Leiste hingemacht, da könnte man jetzt Beschriftungen dran kleben. Ne? Sollte ich vielleicht auch irgendwann mal tun. Ne? Aber so ist halt auch wieder gleich Maschine hier unten, Material hier und oben drüber das Werkzeug dazu. Alles, dass es relativ kompakt an einer Stelle ist. Das hier unten ist dann noch der Staubsauger für die Absaugung von der Fräse. Da verwende ich einen ganz normalen Haushaltsstaubsauger, einfach weil ich den von der Leistung her sehr, sehr weit runterdrehen kann und somit der nicht so arg saugt. Ja, weil für das bisschen Absaugung, was ich da braucht der gar nicht so arg viel Leistung zu haben. Und hier sind wir auch schon auf der gegenüberliegenden Seite jetzt. Ja, also die Vitrine habe ich jetzt dann größtenteils übersprungen, weil da sieht man eh nicht viel. Dominanteste hier an der Wand ist hier meine Kleinteilmagazin-Wand. Und das ist wirklich mein ganzer Stolz, auch sage ich mal, von diesem Raum.
Da lagern meine ganzen Bauteile drin. Sagen wir mal 5000 Bauteile lagern hier. Ja, alles, was ich so in meinen Elektroniken brauche, sofern es momentan noch verfügbar war, das lagert hier drin. Ja, ein paar habe ich da euch da vorne schon gezeigt, aber das meiste, das lagert hier an der Wand. Und ich versuche halt wirklich alles vorrätig zu halten, weil, wie gesagt, wenn ich was bauen will, dann muss ich nicht erst noch lang warten, bis es da ist, sondern dann will ich gleich loslegen. Dann hier unten drunter, das ist meine schmutzige Ablage. Schmutzige Ablage deshalb, weil da fliegt alles drauf, was ich gerade nicht brauchen kann. Ja, eigentlich sollte das Teil da unten komplett frei sein. Ja, oder weitestgehend frei sein. Ich meine, sowas ist ja mal in Ordnung, wenn so ein Modell da steht oder so. Aber der Kram hier oder das hat eigentlich hier gar nichts zu suchen. Oder so eine Tüte hier. Das hat eigentlich hier alles gar nichts zu suchen. Ja, aber ja, so ist, wie es halt so ist. Ich habe da jetzt gerade was, wo tue ich das jetzt hin? Ach komm, schmeiß mal dahin. Ne? Also kennt mit Sicherheit ein oder andere auch. Es würde mich nicht wundern, wenn viele von euch so eine schmutzige Ablage haben. Da oben liegen dann auch noch so ein paar von meinen Elektronikprojekten, die ich in Arbeit habe und vielleicht jetzt gerade nicht dran oder die ich angefangen habe, aber nicht so gerade nicht dran arbeite oder so. Auch mein Speedmeter, der steht hier. Und hier seht ihr jetzt die Messkabel, ja, die Messleitungen. Die hängen halt wirklich ganz auf der anderen Seite vom Raum. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich ein Messkabel brauche, muss ich hierher laufen, muss dann wieder dahin gehen. Ja, ich habe es euch eben gesagt, es ist halt so, aber ihr seht ja, wie lang die Teile sind. Ja, die gehen schon gar nicht ganz ins Video rein. Jetzt sind wir auch schon fast komplett einmal durch meine Ideenschmiede durch. Fehlen bloß noch die zwei Schränke. Hier habe ich noch zwei große Schränke stehen. Wenn ich da mal aufmache, ist eigentlich relativ unspektakulär. Hier oben lagern hauptsächlich die ganzen Bausätze, wo ich habe. Dann natürlich meine ganzen kleinen Kabel, meine dünnen Drähte. Ganz unten, das seht ihr jetzt hier gar nicht, da liegen auch noch die großen Kabel drin. Der schmälere Schrank hier oben, der ist zweigeteilt. Hier oben ist hauptsächlich mein Autolager, mein Modellautolager. Ne? Also alles, was ich so an Modellautos habe, das lagert dann hier. Da oben liegen noch ein paar Schienen und so weiter, aber hauptsächlich Modellautos. Der untere Teil hier vom Schrank, den kann man hier so aufziehen, das ist so eine Art Apothekerschrank. Und hier lagert hauptsächlich mein ganzes Streumaterial und meine ganzen Streumaterialien. Ob das Gleisschotter ist oder. Kann man hier mal rausmachen, könnt ihr sehen. Hier ist ein bisschen Sand, ja. Auch hier wieder alles schön in Kisten, ja. Alle möglichen Grasfasern. Ihr wisst, wie das ist, wenn man an der Arbeit ist, dann muss man es einfach da haben. Da kann man nicht noch lange warten, weil man muss manchmal was ausprobieren. Und da muss man es einfach da haben, dass man es dann auch probieren kann. Ne? Und somit sind wir auch schon am Ende meiner Ideenschmiedentour. Jetzt habt ihr mal so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie meine Ideenschmiede so aufgebaut ist. Wenn jetzt einer gedacht hat, naja, da kommt irgendwann eine große Modellbahn, den muss ich enttäuschen. Meine Modellbahn ist nicht hier in der Ideenschmiede, die steht woanders da. Das ist wirklich ein reiner Arbeitsraum. Ja, wo ich wirklich meine ganzen Sachen mache. Hier kann ich Dreck machen, hier kann ich alles Mögliche machen. Und meine Modellbahn und so weiter bleibt davon verschont. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Tour dem einen oder anderen vielleicht auch mal ein bisschen noch Ideen zur Inspiration bringen, wie er vielleicht seinen Hobbyraum, Modellbahnraum, Ideenschmiedenraum, nennt es wie ihr wollt, jedenfalls seinen Raum irgendwie einrichten kann. Vielleicht fängt ja auch jemand gerade frisch an und weiß nicht, wie er sowas einrichten kann. Dann hat er hier ein paar Ideen gekriegt. Im Endeffekt muss jeder seinen Raum so einrichten, wie es für ihn am besten ist. Ja? Wie seine Gegebenheiten sind und wie er sagt, so fühle ich mich wohl. Das ist bei mir hier so und bei jemand anders kann es schon wieder anders sein. Aber dennoch, vielleicht habt ihr dadurch ein paar Ideen bekommen, wo er sagt, hey, gar nicht mal schlecht, könnte ich auch machen oder so ähnlich könnte ich es auch machen. Ja? Würde mich auch freuen, wenn ihr dann einfach mal in den Kommentaren schreibt, wie ihr so meinen Raum findet. Und in dem Sinn verabschiede ich mich wieder für heute, wünsche euch wieder eine gute Zeit.
und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, euer Björn.